Wir schauen uns heute am Passat einmal an, wie man den Innenraumluftfilter wechselt. Im Beifahrerfußraum sehen wir hier unten diese Teppich-Kaltschaumabdeckung. Die ist mit 2 Plastikschrauben. Die sind quasi auch dafür gedacht, dass man die per Hand aufdreht. Ist das Ganze befestigt. Die beiden dreht man raus. Und dann kann man diesen Filz, diesen Teppich einfach nach unten wegziehen. Nicht wundern, ich habe hier das Handschuhfach ausgebaut, ist aber natürlich nicht notwendig dafür. Und hier hinten sieht man dann die Abdeckklappe, die kann man dann einfach zur Seite schieben. Also da ist hier oben so eine Nase, dann schiebt man die quasi nach Fahrzeugaußenseite und dann fällt die Klappe hier mit Luftfiltereinsatz nach unten. Das Ganze kann man rausziehen, dann macht man den neuen Filter rein. Dazu gibt es auch in der Beschreibung einen Link, wo man das Ganze günstig kaufen kann, auch den korrekten Filter. Wichtig, ich empfehle immer, dass man so einen Aktivkohlefilter nimmt, wenn man gerade in ländlichen Regionen, wo man einfach viel Pollenflug und solche Geschichten hat. In der Stadt ist das jetzt, weiß ich nicht, schadet nicht. Aber glaube ich nicht, gar nicht mal so notwendig. So, dann kann man den hier wieder reinschieben. Wichtig, hier möglichst nicht zu stark knicken, weil sonst hat er halt einfach keine Wirkung mehr. Dann kann die Luft am Knick quasi außen vorbeiströmen. So, dann die Klappe wieder zu. Und natürlich am Ende diesen Filz auch wieder dran montieren.